Bei der Therapie der Neurodermitis verwenden wir ein Stufenschema wie bei vielen anderen chronischen Erkrankungen auch. Das bedeutet, wir haben eigentlich eine Basis, die immer gleich bleibt. Und je nachdem, ob wir jetzt im milden Neurodermitis-Bereich sind, im mittelschweren oder im schweren, kommen immer noch verschiedene Stufen obendrauf, die wir dann verwenden. Eine der wichtigsten Therapiesäulen ist die sogenannte Basistherapie. Das bedeutet also, dass du dich täglich eincremst mit einer Bodylotion. Auch wenn es natürlich lästig ist, sich immer einzucremen, jeden Tag eincremen ist ganz wichtig und auch bei der milden Neurodermitis der wichtigste Therapieschritt. Ab und zu kann man, wenn da noch verschiedene Stellen sind, die so ein bisschen resistent sind gegen die konsequente Pflege, noch schwächere Cortisonpräparate verwenden. Das ist dann also das Klasse 1 Cortison. Bei der mittelschweren Neurodermitis haben wir schon ein paar mehr Sachen zur Verfügung. Die Basistherapie, die Bodylotion bleibt. Wir nehmen gerne auch harnstoffhaltige Sachen. Das ist die Urea. Nicht auf den offenen Stellen, da kann das mal brennen, aber sonst, wenn die Haut intakt ist, ist das super. Dann kommen eben auch stärkere Cortisoncremes zum Tragen, Klasse 2 bis 3, je nachdem, wie stark das Ekzem in dem Moment gerade ist. Und zusätzlich haben wir noch eine Gruppe von sogenannten Calcineurin-Inhibitoren zur Verfügung. Die heißen Protopic oder Elidel, falls du das von deinem Arzt schon mal gehört hast. Zusätzlich können wir offene Stellen ein bisschen bandagieren, einpacken und dann gebe ich häufig meinen Patienten Baumwollhandschuhe nachts, damit sie sich eben nicht aufkratzen, wenn die Fingernägel lang sind. Bei der schweren Neurodermitis kommen eben noch andere Sachen zum Tragen, zum Beispiel auch eine Lichttherapie. Das ist so ein medizinisches Licht, so eine Lichtkabine, wird manchmal schon bei der mittelschweren Neurodermitis auch verwendet. Und wenn all das gar nicht hilft, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, eine systemische Therapie zu verwenden. Also, dass wir das Immunsystem über Spritzen oder Tabletten in irgendeiner Form modulieren. Was ganz wichtig ist, das ist jetzt sehr vereinfacht und sehr schematisch. Die Übergänge zwischen den verschiedenen Stufen, zwischen mild, mittelschwer und schwer, die sind häufig fließend. Außerdem kann sich dieser Schwierigkeit im Laufe der Zeit auch verändern. Nicht alle Therapiemöglichkeiten kommen auch für jeden in Frage. Deswegen ist es ganz wichtig, dann auch mit deinem Arzt zu sprechen, welche für dich in Frage zu kommen. Zusätzlich gibt es noch viele wichtige Schritte, allergieauslösende Stoffe zu vermeiden. Aber dazu gibt es in einer anderen Lektion noch ein paar mehr Informationen.